Hi zusammen, Tim Heinemann hier, Fahrer auf dem Porsche 911 GT3R von Falken Motorsports beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, und ich zeige euch jetzt gleich eine Runde auf der Nordschleife. Und wir haben uns was Cooles überlegt, eine Online-Leaderboard-Competition zusammen mit Racing und Falken, und diejenigen, die am nächsten an meiner Zeit dran sind, gewinnen Tickets für die ADAC Simracing Expo und haben ein Meet and Greet mit mir. Ich freue mich auf euch, viel Spaß! So, wir kommen jetzt über Start-Ziel, starten unsere fliegende Runde, schalten hoch in den 5. Gang, kurz in den 6. Gang, 250 km/h, bremsen bei knapp 120 Metern an, hartes Anbremsen, schalten in den 1. Gang runter, versuchen hier ganz innen, ganz rechts zu bleiben, um auszuholen für die 24-Stunden-Variante. Die Mercedes Arena wird abgekürzt, wir fahren direkt eine Linkskurve und versuchen da eben so viel Schwung wie möglich mit rauszunehmen. Hier runterschalten in den 3. Gang, versuchen viel Schwung mitzunehmen, innen bleiben, runterschalten in den 2. Gang, ganz raustragen lassen bis ans Kiesbett ran, über den Curb. Wieder das Hochschalten bis kurz in den 5. Gang, gehen hier ganz leicht auf den Curb, um einfach die Strecke zu maximieren. Versuchen den Minimum Speed am Scheitelpunkt hochzuhalten, wieder das Rauschbeschleunigen, jetzt Michael Schumacher S, eine meiner Lieblingskurven. Müssen hier ganz leicht lupfen, einfach weil wir sonst ein bisschen zu viel Untersteuern haben. Einfach das Auto zum Einlenken bringen. Bremsen hier an auf dem grünen Teppich, auch wieder um die Strecke zu maximieren. Hier ist ein schöner Fluss, wir bleiben im 3. Gang, können hier früh ans Gas gehen, versuchen viel Schwung mit rauszunehmen auf die Gegengrade der Grand Prix-Strecke. Kommen jetzt gleich zur NGK bzw. Vedul-Schikane, fahren die schnelle Variante. Sind hier fast im Limiter, schalten runter in den 3. Gang, gehen hier hart über die Curbs. Und jetzt geht's nicht wie normal rechts, sondern links auf die Nordschleife. Wir biegen hier ein, sehen schon, die Strecke ist richtig wellig. Sabine-Schmitz-Kurve. Lass uns hier auch wieder schön raustragen bis an den Curb ran. Sehen hier schon im Hintergrund das neue Ravenol Riesenrad. Müssen ja auch wieder kurz lupfen im Hatzenbach. Rechtsknick, 5. Gang. Gehen jetzt hier runter in den 3. Gang. Rechts innen hart über den Curb. Versuchen hier einfach so viel Schwung wie möglich mitzunehmen, den Fluss hochzuhalten, gehen hier hart über die Curbs, das Auto versetzt, arbeitet, ist unruhig, springt viel, Traktionskontrolle und ABS-Eingriffe. Gehen jetzt hier wieder ganz raus bis auf den Curb. Können ein bisschen durchatmen, kommen jetzt zum Flugplatz, so ein bisschen eine kleine Mutkurve, sage ich mal, müssen hier auch wieder leicht lupfen, einfach um das Auto zum Rotieren zu bringen. Kommen wir mit 231 km/h aus dem Flugplatz raus, hochschalten in den 6. Gang, 260, 270 km/h, Schwedenkreuz geht voll, bleiben hier voll auf dem Gas stehen, halten uns innen, um direkt auf der linken Seite platziert zu sein, runterschalten bis in den 3. Gang, versuchen hier auch wieder innen zu bleiben, den Weg kurz zu machen, um eben so schnell wie möglich um die Strecke rumzukommen. Hier geht alles voll, Fuchsröhre, und jetzt geht es hin zum neuen Adenauer Force Curb, ganz neuen Race Room, die einzige Simulation, die diesen neuen Curb hat. Der ist so hoch, da kann man gar nicht mehr drüber fahren. Adenauer Force jetzt auch ein ganz langsamer Streckenteil. 2. Gang, gehen ja wieder hart über den Curb am Ausgang, versuchen einfach die Strecke zu maximieren. Kurzer Zwischensprint, hochschalten in den 5. Gang. Hier nur ein ganz kleiner Lupfer, um das Auto wieder zum Rotieren zu bringen. Wir bremsen nicht, müssen jetzt hart bremsen in den 3. Gang. Versuchen hier auch einfach wieder den Fluss hochzuhalten, gehen kurz hoch in den 4. Gang, hier wieder runter in den 2. Müssen hier wieder kurz lupfen, einfach um das Auto zum Rotieren zu bringen. Jetzt dreifach rechts, das Auto kurz rollen lassen, stabilisieren. Wehrseifen, runterschalten bis in den 2. Gang. Hier muss man sehr geduldig sein, viel Trailbraking machen. Wir bleiben lange auf der Bremse stehen, einfach um die Nase unten zu halten, um das Auto zum Einlenken zu bringen. Kommen jetzt hier über die Brücke in Breitscheid, 3. Gang. Hier geht jetzt die Strecke berghoch, das heißt, wir müssen hier sehr, sehr früh am Gas sein, den Schwung mitnehmen, haben hier einen leichten Quersteher, ist im echten Auto genauso. Kommen jetzt zum Lauder Linksknick, der geht voll.
Kommen jetzt hier an, hartes Anbremsen in den dritten Gang runterschalten. Müssen jetzt ja auch wieder viel Schwung mitnehmen. Hier geht es berghoch. Die ganzen Linksknick gehen alle voll. Hochschalten in den fünften Gang. Hier kann man wieder kurz durchatmen. Auch eine gute Überholmöglichkeit, sich hier in den Windschatten ranzusaugen, um dann auszuscheren und im Idealfall zu überholen. Kommen jetzt gleich zur Mutkurve. Sind jetzt im sechsten Gang, müssen gleich kurz runterschalten, kurz lupfen, tippen ganz leicht die Bremse an, um das Auto zum Einlenken zu bringen, gehen direkt wieder ans Gas und kommen hier wie im echten Auto mit 222 km/h ungefähr raus. Der Rechtsknick geht voll im fünften Gang, wir bleiben auch im fünften Gang. Jetzt hartes Anbremsen, Steilstrecke, runterschalten bis in den zweiten Gang, müssen ja auch wieder geduldig sein, müssen ganz innen bleiben, um den Weg kurz zu machen. Und jetzt auch wieder ein neuer Tyler Race Room, das neue Karussell, deutlich bumpier als vorher. Man merkt es richtig, vor allem hier im Motion Simulator, wie man durchgeschüttelt wird, richtig gut getroffen. Der Linksknick hier geht wieder voll, wir schalten hoch in den fünften Gang. Kurzes Anbremsen, runterschalten in den vierten Gang, bleiben auch im vierten, versuchen hier wieder den Schwung mitzunehmen. Runterschalten in den dritten Gang, wieder Schwung mitnehmen. Ab hier fängt auch mein Lieblingsteil der Nordschleife an. Einfach jetzt ein extrem cooler Fluss in der Strecke, hohe Geschwindigkeit, können hier überall hart über die Curbs gehen, viel Speed mitnehmen. Macht einfach richtig Spaß zu fahren. Kommen jetzt gleich auch zum Brünnchen, wo die meisten Fans immer an der Nordschleife stehen. Macht auch beim 24-Stunden-Rennen dann Spaß, eben in der Nacht die Party zu sehen und die Gerüche, die Bratwurstgerüche im Auto zu riechen. Bleiben hier die ganze Zeit im dritten Gang, versuchen einfach den Fluss hochzuhalten, nehmen alle Curbs am Ausgang mit, versuchen die Strecke zu maximieren. Jetzt Eiskurve, hier muss man im Regen extrem vorsichtig sein. Gehen außen wieder brutal hart über den Curb und kommen jetzt zum Pflanzgarten, Pflanzgarten 1. Das Auto springt hier extrem, schlägt richtig durch, kurz runterschalten in den vierten Gang und direkt wieder ans Gas. Und jetzt bleiben wir voll auf dem Gas stehen. Pflanzgarten 2 Sprung, Auto wird an der Vorderachse kurz leicht hebt ab, wir bleiben aber auf dem Gas. Bell of S auch voll auf dem Gas bleiben, sind jetzt im sechsten Gang, müssen wieder kurz runterschalten in den fünften. Schwalbenschwanz jetzt hier in den dritten Gang, geht wieder am Ausgang hart über den Curb, kleines Karussell, kurz runtergehen in den zweiten Gang, ganz innen bleiben, früh ans Gas. Da springt das Auto am Ausgang immer richtig raus. Und jetzt Galgenkopf, die mehr oder weniger letzte Kurve vor der Döttinger Höhe, müssen hier am Ausgang kurz lupfen, gehen dann aber direkt wieder voll ans Gas, lassen uns bis an die Wiese raustragen, können jetzt durchatmen, Döttinger Höhe. Extrem anspruchsvoll auch fürs Auto, wir bleiben die ganze Zeit voll auf dem Gas. Hier ist meistens der Punkt, wo man dann zum Team auch funkt, sagt, alles ist okay, man gibt die Reifendrücke durch, den Spritverbrauch, trinkt vielleicht kurz eine Kleinigkeit beim 24-Stunden-Rennen, versucht sich vielleicht auch im Windschatten ranzusaugen, checkt alle Daten, atmet durch. Kommen jetzt hier gleich zur Hohenrheinschikane, bleiben die ganze Zeit voll auf dem Gas, der Linksknick geht voll, der Rechtsknick geht auch voll. Und jetzt hier ganz hartes Anbremsen runter bis in den zweiten Gang, gehen hier rechts wieder voll über den Curb. Versuchen so früh wie möglich ans Gas zu gehen, um einfach den Schwung mit auf Startziel zu nehmen. So, das war eine Runde auf der Nordschleife. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß und vielleicht sehen wir uns ja auf der Sim Racing Expo in Dortmund.